ich bin Max Schulte. Ich wohne in Köln-Poll. Ja, ich wohne dort seit 1,5 Jahren und ich mache Parkour seit 4,5 Jahren. Habe Parkour früher viel im Brühl gemacht und bin dann immer mehr nach Köln praktisch gezogen. Bin dann vom Brühl ab und zu halt auch nach Köln gekommen, um dort mit der Szene so zu trainieren. Und mittlerweile bin ich fester Bestandteil. Ja, also nicht jeder, der Parkour macht, ist auch ein Trasseur. Also ich finde, ein Trasseur ist derjenige, der die Werte vom Parkour lebt. Also ich versuche schon so diese Message, so diesen Spirit, den Parkour verkörpert, auch zu leben und auch weiterzugeben. Also ja, also für mich ist es halt wichtig, aufrichtig zu sein und ehrlich. Also ich glaube, gerade auch bei der jüngeren Generation hat das oft so ein lächerliches Bild. Echt? Ja, das glaube ich schon. Also oftmals die hüpfen so ein bisschen rum und so, ne? Also die sehen halt nicht so diese Ernsthaftigkeit hinter dem, was wir tun. Ja, also es ist die Kunst der Fortbewegung und eine Kunst sollte respektiert werden und ja, da steht halt einiges hinter. Ja, ich leite jetzt seit April die geleiteten Trainings in Köln. Es sind immer der Montags- und Donnerstagstermin, zurzeit noch. Und das Schöne dabei ist, es ist eine feste Gruppe. Das heißt, die Leute können wirklich regelmäßig angeleitet Parkour lernen. Das hat einen riesen Vorteil, das hat aber auch Nachteile. Ein Vorteil ist einfach, dass die Leute von meinem Wissen profitieren können als Trainer. Wir können schneller Fortschritte machen im Endeffekt. Also wir von Parkour One, wir haben Trust entwickelt, das heißt Training und Standard. Und unser Ziel war es eben, das Parkour-Training auf ein Level zu bringen, dass wir so ein Mindestmaß erstmal haben. Und das ist nicht nur ein Mindestmaß geworden mittlerweile, sondern mittlerweile ist es meiner Meinung nach auch ein hoher Maßstab, einfach wie die Lehre von Parkour sein kann. Was natürlich wichtig für mich ist, Parkour zu vermitteln, bedeutet nicht nur Bewegung zu vermitteln, sondern auch Inhalte und einfach diese Philosophie. Und deswegen ist es auch immer Teil des Trainings. Gewisse Fragen, die ich meinen Teilnehmern mitgebe im Training und auch Reflexionsrunden immer mache. Immer so, okay, welches Gefühl hat sie dabei oder was ist gerade schiefgegangen, warum ist das schiefgegangen? Das gehört für mich einfach dazu. Und generell ist das Training so aufgebaut, dass es gibt natürlich eine Begrüßung, eine Bekanntmachung, was heute los ist. Dann im zweiten Teil ist natürlich das Aufwärmen. Es gibt ein Fokussieren, nennen wir das. Das heißt, es ist ein mentales Aufwärmen. Es gibt, da balancieren wir zum Beispiel oder machen Partnerübungen, einfach um den Geist eben auch aufzuwärmen. Das physische Aufwärmen gehört natürlich selbstredend dazu. Und dann gibt es verschiedene Technikteile. Das ist so vielfältig, wie Parkour vielfältig ist, so vielfältig wie das Leben ist im Endeffekt. Und was auch elementar ist, ist immer ein abschließendes Krafttraining, weil das meiner Meinung nach zu Parkour einfach gehört. Ich habe ein Tricking-Video gesehen von Joe Igo und dann habe ich auch angefangen mit Tricking und dann habe ich mein erstes Video von David Bell gesehen, En avance toujours, und ja, seitdem bin ich Parkour verfallen. Für mich bedeutet es irgendwo frei sein. Machen zu können, was ich will, wo ich es will, ohne andere Leute sagen jetzt genau, da musst du sein, da musst du es machen, sondern dass ich einfach mich vor etwas hinstellen kann, vor etwas Hindernis hinstellen kann und einfach sagen kann, ich mache es jetzt so, wie ich will, und genau so mache ich das. Ich finde auch, dass Freiheit so ein wichtiger Punkt ist, aber auch so ein bisschen so das Andersdenken und Anderssehen so im Gegensatz zu anderen Leuten. Also einfach, dass man die Natur oder auch die Stadt einfach ganz anders wahrnimmt als andere Leute und einfach so einen erweiterten Sichtpunkt für sich selber hat und halt die Welt anders wahrnimmt.
Also Parkour bedeutet mir natürlich eine Menge, aber ich habe auch in so Verletzungszeiten, wo ich halt nicht trainieren konnte, habe ich auch gemerkt, so dass Parkour gar nicht so wichtig ist für mich. Es gibt halt auch einfach gewisse Sachen, die da drüber stehen. Also so, was ich mitnehmen kann, was ich auch machen kann oder wer ich bin, wenn ich kein Parkour mehr mache. So, und deswegen bedeutet das alles, was Parkour bisher mit mir gemacht hat, eine ganze Menge. Und ich bewege mich natürlich auch gerne, ist ja klar. Ich möchte das auch weitermachen. Und man sieht ja auch am Anfang immer die krassesten Videos irgendwie, wenn man wirklich noch keine Parkour-Erfahrung hatte. Ne? Dann denkt man immer, ja, Parkour ist halt das vom 3. Stock runterspringen irgendwie. Und deswegen, ich habe von Anfang an natürlich nicht ausgeschlossen, das will ich niemals machen. So, da war ja dieses Parkour-Buch war ja noch zu im Endeffekt. Und deswegen, ich habe erstmal nichts ausgeschlossen, aber ich habe dann einfach irgendwann für mich festgestellt, in welche Richtung ich trainieren möchte. Und ich habe einfach für mich schon vor Jahren einfach dann festgestellt, ja, ich möchte nicht krass große Sachen machen, einfach weil mein Körper da anscheinend nicht so in der Lage ist und ich möchte das auch gar nicht. Und ich möchte halt gesund alt werden, das ist halt so mein großes Ziel irgendwie. Also generell im Leben halt, ne? Nicht nur mit Parkour so. Und deswegen möchte ich so große Sachen einfach auch gar nicht mehr machen. Es ist halt echt dieses, so ein Leitgedanke halt von Parkour, ne? Dieses être et durer, also sein und bestehen. Und das möchte ich halt, das habe ich schon verinnerlicht für mich. Das ist, glaube ich, so auch wirklich ja, so ein Leitgedanke für mich. So, ich möchte das halt wirklich lange machen können und ich glaube, ja, immer flexibel sein, sich anpassen, so, das ist, glaube ich, schon, ja, langfristig möchte ich das halt machen. Weil, also der Angst ist natürlich ein guter Sensor, also das gibt dir halt sofort Feedback. Ist das gerade zu viel oder dein Körper redet in dem Moment mit dir. Irgendwie du bist zu hoch oder irgendwo drückt der Schuh gerade. Deswegen ist es gut, erstmal darauf zu hören, so, okay, was ist denn, erstmal gerade, was ist denn überhaupt los? Ja, und wie geht man dann mit der Angst um? Also man kann sich dann fragen, warum habe ich Angst? Ist es der Sprung? Ist es nur die Höhe? Bin ich vielleicht nicht ausgeschlafen? Da muss man halt gucken, woran liegt's. Und ja, es gibt da so ein schönes Konzept aus der Erlebnispädagogik. Das ist so ein 3-Zonen-Modell. Die innerste Zone ist so die Komfortzone, dann kommt so die Erlebniszone und noch weiter draußen ist dann die Panikzone. Und wenn man Angst hat, dann ist man wahrscheinlich so im Übergang gerade von der Erlebniszone halt in die Panikzone. Und in der Panikzone kann man sich halt nicht mehr kontrollieren. Und deswegen, ja, es ist natürlich erstmal wichtig, nicht in der Komfortzone zu sein, also in dieser Wohlfühlzone, sondern im Parkour wollen wir halt schon einen Schritt raus machen. Aber natürlich auch nicht in diese Panikzone, wo es unkontrollierbar wird. Und deswegen ist es halt gut, da so einen Mittelweg zu finden. Ne? Wenn ich Angst habe vor einem Präzisionssprung, ja, dann muss ich mir vielleicht einen kleineren suchen. Es hat sich entwickelt, dass es Wettbewerbe gibt im Parkour. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht ist es einfach unsere Gesellschaft, die halt immer dann noch jemanden haben möchte, der noch höher, schneller, weiter und die wollen irgendeinen haben, ich bin die Nummer 1 und dann kann jemand dann noch hier Coca-Cola draufschreiben oder irgendwas und erste Beste. Das finden die ganz toll. Und diese Entwicklung gab es einfach irgendwann. Dann gab es halt irgendwann Parkouring, da ging das Ganze auf Zeit, dann ging das Ganze auf Style und dann ging das Ganze mit Red Bull und ja, das ist anscheinend irgendwie so ein Wille oder irgendwas ist da in der Gesellschaft, die halt einfach Lust drauf haben, immer nur den Geilsten und den Besten zu sehen und und das Ganze halt auch einfach nur zu konsumieren.
der Mensch hat sich schon immer bewegt. So, und der Mensch war schon immer auf der Jagd, der Mensch hat sich immer fortbewegt. Und deswegen war Parkour irgendwie schon immer da, weil wir uns schon immer bewegen mussten. Wir mussten immer flexibel sein. Kurzer Einschub, ein Freund hat mich mal gefragt, was würde ich halt mitnehmen auf eine einsame Insel. Oder er wurde das gefragt, genau. Was würde er mitnehmen auf eine einsame Insel? Und das Wichtigste für ihn sind Schuhe, weil du halt immer mobil sein musst. Du musst dich immer bewegen, immer unterwegs sein. Und Parkour ist halt im Endeffekt dieses kindliche Spiel, was es halt dann auch noch gibt. Das ist so krass. Kinder müssen überall raufklettern. Die haben einfach diesen Impuls, dass sie immer klettern, immer wissen wollen, diese Neugier auch haben. Okay, was ist hinter dem Stein? Was ist hinter der Mauer? Was ist hinter der Tür? Was ist hinter bla bla bla? Und Parkour ist halt jetzt so ein Konstrukt irgendwie, was halt dann irgendwann so eingeführt wurde. Die haben ihm einfach einen Namen gegeben eigentlich so. Genau. Einen Namen gegeben für etwas, was es eigentlich schon immer gegeben hat so. Und wir benutzen ja eigentlich auch nur unseren Körper dafür, wofür er eigentlich mal so geschaffen worden ist. Und wir versuchen halt einfach dafür, wo der menschliche Körper ursprünglich mal geschaffen worden für ist, also sich halt einfach zu bewegen, zu klettern, Katzensprünge zu machen. Katzensprünge zu machen, klar.